Das ist ein Tiny House für 56.000 €, das in handwerklicher Qualität in Europa gebaut wird, das eine komplette Ausstattung hat, das es auch schon leer gibt, wesentlich günstiger, was eine Klimaanlage drin hat, eine Wärmepumpe, eine Heizung, eine Top-Isolierung, alles wirklich. Und ja, hier ist der Lukas. Grüß dich, Lukas. Hi, hi, hi. So, du hast mich verfolgt, du hast gesagt, du musst das filmen. Dann habe ich es mir angeguckt und habe gesagt, Lukas, du bist vollkommen wahnsinnig. Für das Geld müssen sie dir das aus den Händen reißen. Das ist auch so, oder? Es ist so, ja. Also wir können uns nicht beklagen, die Produktion wird auch erweitert. Wir sind gerade am Anfang, ja. Also so, es ist komplett aus Echtholz bis auf die Möbel, ich sag mal innen drin. Genau. Da habt ihr natürlich Furniere drauf mit allem drum und dran. Aber alles, was du siehst, sind echte Baumaterialien. Echte Baumaterialien mit einer Osmofarbe. Also wir legen da großen Wert auf Qualität einfach, ja. Auch ja. Lemix Trailer, also alles aus Holland. Das Dach oben drauf, was ist das? Das ist Aluminiumdach auch. Aluminium, ja. Das heißt, auch das hält eine Ewigkeit. Das hält eine Evigkeit, genau. Das ist auch beschichtet, also nicht so direkt, dass du Alufraß hast. Fenster aus einer richtig tollen Fabrik. Ja, genau. Das haben wir hier, die Vitras, das ist ein bekannter Hersteller aus Polen und ja. So, schauen wir uns gleich mal an, wir machen die mal auf. Quasi und so, ja. Du hast die Klimaanlage schon laufen hier? Im Moment nicht, wir können ihn gleich anschalten. Das ist cool, ja. Wichtig ist die Klimaanlage, die heizt nämlich auch. Das ist eine richtige Wärmepumpe. Ja, genau. Ist es energieeffizient? Ja, es ist klar, im Winter nehmen die natürlich mehr Strom. Ne? Das ist so. Ja, weil draußen ja auch kälter ist, muss man sagen. Da braucht die Wärmepumpe ein bisschen mehr Strom. Genau, aber das Verhältnis normalerweise immer 1:3. Das heißt, also man steckt ein Drittel Strom rein und kriegt 2/3 Wärme geschenkt. Das ist so das, was aus der Luft ist. So die Rechnung, genau. Wenn es nicht zu kalt ist. Ja, genau. Also dann geht natürlich auch Pelletofen. Also wie gesagt, wir machen ja viel nach Schweden und Norwegen und da wohnen die Leute auch ganzjährig und die heizen sich das meistens mit einem Pelletofen nochmal zu. Ne? Ja. Und so. Das ist das perfekte Wochenendhaus, muss man sagen, was zum Beispiel da sein können. Aber ihr habt ganz, ganz viele, die leben fest drin, also ein Tiny Houses, Villages. Ihr macht viel Rental. Ja, genau. Rental ist, also Thema Glamping, wenn man da noch eine Terrasse vormacht, ein Jacuzzi vor, ist das einfach ein Renditeobjekt, was sich aktuell ja auch durch Corona hier in Deutschland sehr, sehr lohnt. Ne? Also da haben wir sehr viele Anfragen für Campingplätze, die einfach umstrukturieren. Ne? So, die ist dabei, die Treppe? Die ist auch dabei, ja. Genau. Die Treppe ist dabei. So, wenn ich jetzt manchmal so ganz doof frage, ist das dabei, ist das dabei, ist das dabei? Das muss man erklären, weil dieses Angebot hier für 56 ist ein All-Inclusive-Angebot. Alles, was ihr jetzt seht, außer die Frauen, die wir gleich rein sehen, sind dabei. Aber die haben wir jetzt mal geholt. Hier ist die Shenandoah, grüß dich. Hallo. Komplettes Haus für 56.000 €. Mit Fernseher, guck mal. Wunderbar. Der ist natürlich dabei. Das ist so, ja gut, ich meine, die Fernseher kosten ja nichts mehr. Eine Halterung dabei. Nee, genau, die Halterung. Darüber kann man ja nochmal reden. Jetzt auch noch einen schöneren nehmen, ja, absolut. Das ist doch schön. Ja, so mit Smart-Funktion, der hat das aber nicht. Schlafsofa dabei? Schlafsofa ist dabei, ja, das ist auch alles nach Maß von uns. Falls mal Gäste kommen, der Tisch dabei? Der Tisch ist dabei, genau. Der Boden ist echtes Holz? Echtes Holz, richtig. Wir können auch Laminat verlegen, PVC geht, also da sind wir. Ja, die ist Plastik, ne? Plastic Fantastic, aber ja. Die Lampe? Die Lampe ist auch dabei. Ja. Gut, es geht ja darum, ihr richtet ja für den Rentalbereich ein. Das heißt, das hier ist ein Hotelzimmer, was du wirklich komplett benutzen kannst mit allem drum und dran. Hi. Hello. How you doing? You only speak English and Polnish. Yeah. Very good. So, people are very interested. Yeah, of course, because of the looks and the height, especially of the house. Ja, genau. It's so spacey hier. Es ist so unglaublich geräumig, oder? Total. Ja. Richtig schön. Ja, wie groß bist du? 1,83. 1,83, ja. Dann 75 ungefähr. 1,77. Hast richtig Platz. Das heißt, das ist wie so im Alkoven so ein bisschen. Das heißt, du hast eine unglaubliche Deckenhöhe. Ich setze mich mal ganz kurz mal hier rein, dass wir das mal sehen, wie so der Blick ist hier vom Sofa, wenn man ist. Du hast überhaupt keine Platzangst in dem Haus hier. Eigentlich nicht. Ist das genial. 56 inklusive Steuer, mit allen Möbeln, Brutto. mit Klimaanlage, mit Küche, mit Lieferung. Die Lieferung ist hier einbepriesen bis nach Düsseldorf. Bis nach Düsseldorf. Das sind ungefähr 1200 Kilometer von unserer Produktion. Aber so haben wir es geliefert. Und also ich werde da jetzt nicht großartig jetzt für die Lieferung noch was nehmen für das Haus, weil es ist ja direkt zu haben noch. Ne?
So, man kann auch sogar, hier könnte man besonders leicht natürlich 2 Häuser verbinden. Richtig. Das genau. würde gehen. Man könnte eine Tür reinmachen, einen doppelten Wohnraum. Richtig. Ist das schon mal der Fall? Macht ihr das schon mal? Wir machen das, ja, wir machen das. Da gibt es Lösungen, da haben wir so ein Verbindungsmodul, das wird auch individuell gebaut. Und, Guck mal, wie die strahlt da oben, ja. Du, ich sehe schon, da rattert es in deinem Kopf, ja. Und das ist, ich weiß schon, was du denkst. Fußbodenkälte, Fußbodenheizung geht? Ja, Fußbodenheizung machen wir auch, ne? Also das geht auch. Ja. Ist der kalt, der Boden, oder ist er auch top isoliert? Der ist top isoliert, also 9 cm Pierdämmung, PUR-Dämmung auch genannt. Ja, genau. Gut, kann natürlich sein im Winter, dass es schon mal kälter ist als draußen, Ja, genau. wie man so sagt. Absolut, ja. Genau, wenn du mal gerade kurz mal rüber gehst, dann zeigen wir es mal gerade. Die Küche ist dabei. Die ist dabei, der Kühlschrank ist dabei, der Ofen ist Die dabei. Platte ist Echtholz. Genau, das ist richtig Echtholz. Ne? Echtholz. So, bitte mal öffnen hier so eine Schublade. So, da mal reingucken. Hey, unglaublich. Die Spüle dabei. Alles, was wir sehen, ist dabei. Ach so, guck mal, die Lampe, müssen wir noch die Uhr, Die ist auch noch dabei. auch dabei. So, Spülmaschine Ja, ging hier ist auch das. noch ein riesen Cargo-Bereich. Ne? Ja. Für uns jetzt. Der ist dabei, der Kercher? Nee, Bitte? der ist nicht Der ist dabei. dabei, aber hier haben wir noch natürlich die Option, das runter zu switchen, wenn man dann die Kiddies hier beim Abwaschen hier Oder halt mal muss das oder Fenster so. mal komplett Wenn man es aufmachen muss. komplett aufmachen muss. Ne? Das ist auch- Gut, die Fenster sind ordentlich. Die sind so ordentlich, 2 doppelt verglast und man kann sich auch die Farben wählen, außen und innen unterschiedliche Farbvarianten sind. Genau, das haben wir eben gesehen. Also das muss nicht weiß sein, das kann auch Holzfarben sein. Richtig. So, das ist der Blick übrigens aus dem Klo, aus dem Badezimmer. Fast hätte ich Klo gesagt. So, das ist so. Länge vom Aufbau? 7,9 Meter. 7,9 Meter. Innenraum, Nutzfläche. Das ist ja das Interessanteste für die Kunden natürlich. Und von der Breite sind wir bei 2,26. Die nächsten Häuser werden noch ein bisschen abgedatet, weil wir noch mal was an der Isolierung machen. Also ja, ganz normales Holzständerwerk. Also das ist das, was man so als richtiges Tiny House bezeichnet. Das, was man aus Amerika und den ganzen Sendungen, die man jetzt im TV sieht, so kennt. Ne? Im TV. Ich habe eben Angst bekommen. Du bist Marketing-Spezialist und hast da nur mit Fachbegriffen so rumgeschmissen, ja, wie Lead-Generierung und so weiter. Richtig. Aber ganz wichtig ist, die sozialen Medien helfen dir ja. genau. Und so ein Bericht ist auch ganz wichtig, dass man auch das wirklich mal anfassen kann. Das ist ja Gold wert. Ne? Wo kann man denn diese Häuser in Deutschland anfassen? Ja, also wir sind in Raum Schermbeck. Wir bauen gerade das Distributionsnetz aus. Wir haben in Berlin Distributoren, Ecke Bayern. Also da sind wir gerade noch im Aufbau. Ja, im Moment haben wir halt die Bestellung, die wir so bedienen können, aber das soll wachsen. Also wir sind jetzt ein Unternehmen, nicht, dass wir bleiben nicht bei 100 pro Jahr stehen oder wie auch immer, sondern wir wollen hohe Produktionszahlen produzieren davon. Pinky Die Ziele sind sehr hoch gesetzt. ist Pinky in the Brain. Du willst die Welt erobern. Ja, Mit Tiny mit Hauser. meinem Partner zusammen, genau. Ja, ich muss tierisch aufpassen. Also ich habe jetzt eine Doku gesehen von Coldplay. Die hatten, als sie noch nicht berühmt waren, gesagt, in 4 Jahren werden wir vor den Bands spielen, der größten Welt und so weiter und so fort. Weißt du, was passiert ist? Genau Sie haben das. gespielt, okay, dann war unser Ziel, der größte Tiny House Hersteller Europas zu werden. Das glaube ich dir. Also ihr baut zurzeit 10 Häuser im Monat. Im Monat, genau. Das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. Die Nachfrage ist groß, oder? Sehr groß, sehr groß. So, der Boiler ist dabei. Der Boiler ist dabei, genau. Dusche ist dabei. Die Dusche ist dabei, wer sich ein bisschen auskennt. Echtglasdusche. Echtglasdusche. Wir können auch, da ist natürlich auch Platz für die Waschmaschine. Man kann hier noch eine kleine Waschmaschine reintun, das ist alles. Genau. So, ich zeig mal gerade, der Schrank ist dabei. Die Elektroinstallation ist komplett dabei. Ihr habt jeden Stauraum natürlich genutzt. Boden. So ein Cargo-Bereich, so ein Apothekerschrank, glaube ich, so heißen die Ja, absolut. in Deutschland. Ja, ich komme ja aus dem Wohnmobilfilm oft. So, und da, ich sag mal, ist das natürlich eine tolle Alternative für ein Tiny House, was da ist. Haben wir quasi eine Kinderstätte. Also nicht so laut, der Kleine schläft noch da oben. Achso, du hast einen Sohn? Ja, der schläft. So. Natürlich nicht. Und das war deine Frau eben? Nein. Ja, okay. Ja, Das ich ist bin die so. Schwester meiner Frau. Die Schwester deiner Frau. So, ich zeig's mal gerade. Also das ist da oben, trotzdem werden wir ganz leise sein. Der schläft da wahrscheinlich wie ein Mutterschoß. So laut. Ja, ist ja gut. Gerade geht hier irgendwas auf. Hier ist noch Stauraum drin. So, ich habe eben schon mal drüber gewitzelt. Nee, geht alles. Ich gehe gleich mal hoch. Ganz leise. Psst. Ah, toll, hier ist das Kinderzimmer. Oh, ist das süß. Ist er noch da? Nee, er ist weg. Wie, der ist weg? Der ist weg? Nee. Nee, ist kein Kind. Vincent!
Ach, du hast mich verarscht, oder? Er ist zu Hause. Er ist zu Hause. Ich habe das jetzt geglaubt, ja. Aber jetzt mal ehrlich, das Bett ist jetzt hier unten das Bett, oder wie? Das quasi das Schlafsofa, was du umbaut. Ach, da ist das Bett! Das ist das. Du hast 2 Zimmer hier oben. Ja, hier ist Da oben ist das Bett. Richtig. Ich habe es nicht gesehen. Ja. Aber du hast es so gut gemacht. Das war jetzt keine Überraschung. Ich habe es echt nicht gesehen. Ja, echt nicht. Du hast riesenbreite Stufen, das heißt, du kommst da gut hoch. Genau. Hier vorne hast du, ja, Shenandoah, geh mal rein, geh mal hoch. Dass wir das haben. Gut, die Klimaanlage, die ist auch ein Muss hier. Denn du hast den kleinen Raum hier mit der Klimaanlage ruckzuck runtergekühlt. Ja, genau. Richtig. Also jetzt scheint auch die Sonne genau aufs Haus, also da müsste man jetzt spätestens jetzt mal einschalten. Du könntest aber das Fenster auch zum Öffnen machen oben, oder? Richtig, das geht auch. Ne? Man kann sich die auch, ja, das geht, absolut. Man kann auch, also wenn du jetzt auf die Tür mal rüberschwenkst, wir haben da große Terrassentüren, die wir verbauen können, oder doppelflügige Türen, die auch dementsprechend mehr Luft reinlassen. Ne? So, ich gehe mal hoch. Dann zeige ich mal die Shenandoah. ganz viel Platz. Ganz viel Platz. Bisschen blöd ist, wenn du dauernd aufs Klo musst. Ja. Man muss immer, aber da kann man sich ja am Porta Potty. Das ist ja die Leiter. Wir können aber auch die Treppe spiegeln. Dann heißt, du hast jeweils eine Treppe zum Eingang. Achso, das geht auch. Genau. Und da bin ich auch ganz ehrlich, da kommst du dann irgendwann ins Übergewicht bei den Häusern. Dann kommst du über die 3,5 Tonnen. Da musst du schon mit dem Tieflader transportieren. Und, oder wir bauen die Treppen dann vor Ort ein. Weil die wenigsten Leute transportieren das sehr oft. Ne? Okay, das heißt, ihr seid ja hart an der Grenze bei 3,5, oder? Ja, genau, wir sind da sehr hart. Aber wir arbeiten da immer dran und. Wie sich hier räkelt, ja. Das ist so. Aber leg mal 56 inklusive Steuer, dann kriegst du ein komplettes Haus für dich. Sag mal, man kann das hier auf dem Campingplatz, das darfst du stellen, oder? Darfst du, genau. Darfst du. Ja, es gibt Campingplätze, die erlauben diese nicht über 3,5 Meter Höhe. Aber das ist immer so eine Campingsache. Ne? Achso, damit du jetzt nicht die Sicht verbaust für alle. Ja, aber das ändert sich auch. Also der Gesetzgeber passt sich da an, auch die Städte winken das durch. Ja. Wir bauen aber tatsächlich jetzt ein Haus, was auf 3,5 Meter auch Höhe hat. Ne? Also Warte, ich filme gerade hier rechts rein, dass du mal siehst, die Lampen sind dabei, Fensterverdunklung dabei, das Bett ist dabei. Was ist da? Hier ist noch was Raum auch. Raum, ja, genau, kannst du ablegen. So Fernseher kannst du natürlich noch einbauen. Genau. WLAN-Router. Ja, genau. Man kann auch die ganze Ebene, weil Thema Barrierefreiheit ist natürlich auch ein großes Thema, kannst du dir quasi runtersetzen lassen. Ne? Das heißt, dann hast du diese Trittstufe nicht. Ne? Kommst du quasi, Dann ist der Raum. Der letzte theoretisch unten so ein Stauraum und die ganze Loft ist auf 1 Meter Höhe. Ne? Was krass ist hier, die Raumhöhe. Das ist schon richtig cool. Das ist jetzt ein Grundriss von vielen. Du kannst auf die Webseite gehen. Ja, genau. Da haben wir halt mehrere Optionen. Eins ist auch mit der Veranda. So, jetzt geht's los. Also wenn ihr die Möbel nicht braucht, ja, kriegt ihr das Haus schon für 28,6. Das hier ist jetzt für gewerbliche Verbraucher plus Steuer. Also unter 30.000 Euro alle Häuser. Da ist der Ausbau mit dem Holz aber schon da. Der Also ist schon da, genau. da sind noch keine Möbel drin. Nee, oder was? die Möbel ist dann quasi, also wird man irgendwo einziehen in der Wohnung und dann. Ist das Bad mit drin? Das Bad müsste man auch selber machen. Auch selber machen. Das heißt, du kriegst einen leeren Raum. Aber da genau mal auf die Webseite gucken. Aber so wie es hier steht, mit Dunstabzug, mit allem drum und dran, Ja, genau. ist es dabei. Also was ganz wichtig ist, klar, Website ist immer ganz und schön, aber wir lieben diese Anrufe, ruft uns da gerne an. Website ist ganz schön, aber gibt nichts über private Beratung. Also, weil es einfach. So, vielleicht haben wir ja demnächst auch mal eins. Das können wir dann mal testen. Diesen Tisch kannst du ausziehen eigentlich? Ja. Ist ausziehbar. Genau. Der ist dabei. Der ist dabei, genau. So, Schlafcouch ist dabei, Fernseher haben wir alle schon gesagt. Krass. Also, ich meine mal ganz ehrlich, wenn du das jetzt mal einrichtest, 30.000 plus die ganzen Möbel mit allem drum und dran, da bist du locker mal 20 weg. Ja, wenn du die Qualität mal siehst, mit den Einbauten, mit der Arbeitsleistung, mit allem drum und dran. Ihr bietet also entweder leer zum Selbstausbau, richtig? Oder ihr bietet es fix und fertig an und da muss ich ehrlich sagen, ihr habt Stil. Danke. Ja, also das wird auch von der Innenarchitektin geplant zum Teil und ja. So kann es auch aussehen, ne? So kann's, da ist ein. Warte. Ja, da haben wir eine ganz individuelle Geschichte noch. Gut, das ist ja auch Geschmackssache. Ja, wenn einer sagt, will ich nicht haben. Das war auch für eine Messe speziell gemacht, da wollten wir ein bisschen auffallen. Nur leider wurde die abgesagt letztes Jahr, aber das Haus
ist jetzt gerade beim Distributor von uns, Ecke Also Berlin. ich könnte auch Folgendes machen, ihr könntet die Möbel auch extra liefern, damit es leichter wird. Genau. Das würde auch gehen, dann können wir es auch ein bisschen größer machen. Ein bisschen. Das Problem ist immer 3,5, der Tieflader, der Schwertransport ist immer teuer, oder? Ja, genau, der kostet ein bisschen. Aber wir haben da auch schon bald Lösungen, die auch bezahlbar sind. Ne? Ja, demnächst kommt der UPS-Mann, klingelt, einmal Barcode. Sind Sie Frau Shenandoah? Verpackt und Verpackt und stellt es auch gleich auf. Genau. Ich habe immer so gewitzelt, wenn die Impfung durch UPS oder DPD geschehen würde oder durch Amazon Prime, dann wäre ganz Deutschland an einem Tag geimpft worden. Sofort. Stimmt. So, komm, wir gehen raus. Aurora Company, also das komplette Haus für 56. Wir haben ein zweites Video gemacht und dich muss man wirklich feiern. Cooler Typ, Lukas. Da oben übrigens, wo das Kabel rauskommt, das ist der Anschluss für die Satzschüssel. Genau. Sieht gerade nicht so schön aus. Haben wir erst, als es angekommen ist, gesehen, dass es dann noch so rumhängt. Aber So, und das Haus haben wir eben auch gefilmt. Da können wir mal ganz kurz reinhalten. Das ist ein bisschen kleiner. genau, das ist 60 cm kürzer quasi. Jetzt müsst ihr nur noch irgendeine Mimik haben zum Rausschieben. Dass du also, wenn du ankommst, einfach mal so ein Slideout oder so. Ja, das finde ich auch interessant. Aber das ist auch ziemlich cool. Also das ist jetzt ein ganz anderes Teil, haben wir ein extra Video zu gemacht. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Und cool, oder? Super. Der Lukas ist auch netter, Ja, sympathisch. der Marketing-Spezialist. Marketing, genau. Lead. Ich versuche es zu sein, ja. Ciao, ciao.